zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir befinden uns hier gerade auf dem Flugplatz. Wir sind hier nämlich eingeladen worden von NAP. Sind hier heute eingeladen worden. Ja, sind hier ein bisschen zum Testen, können hier ein bisschen frei fahren. Wir sind ja eigentlich mehr so zur Kundenbetreuung. Wir haben nämlich einen Kunden hier, der auch gerade sein GT2S bei uns umbauen lässt. Der hat nämlich den stärksten 991 gekauft, den wir hier gebaut haben. Der probiert das Auto heute mal ein bisschen aus. Ich zeige hier mal die Ladedruckstufen. Der scheint Spaß an seinem Auto zu haben, lässt hier auch nicht brennen. Wir haben noch einen GT3 haben wir dabei, da vorne, 991.1 GT3 mit Biturbo. Wir sollen mit dem Kundenauto einmal über 300 fahren. Und weil wir heute so eine Veranstaltung haben, haben wir gesagt, wir nehmen das Auto mit. Wir nutzen das einmal aus, damit wir halt nicht auf der Autobahn über 300 fahren müssen und uns und andere Leute in Gefahr bringen. Ja, mal gucken, was der Tag heute so bringt. Ich hoffe mal, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wir sehen uns bestimmt gleich nochmal. Wir stehen hier hinter einem 992 GT3. Cooles Auto. Wir haben heute jetzt ja quasi den kleinen Bruder oder den Vorgänger hier dabei. Magst du mir was zu erzählen zu deinem GT3 hier? Ja, eigentlich im Vergleich zu eurem Nothing Special in Anführungsstrichen ist halt Stock, komplett Stock. Ja. Das ist unser NAP GT3, aber das ist jetzt so wie er jetzt ist. Also wir haben damit auch einiges vor. Das wird halt einer unserer Projektfahrzeuge werden. Unter anderem NAP Sportauspuffmanufaktur. Klar, macht ja Sinn. Eine komplett neue Sportauspuffanlage drunter. Und das uns ehrlich gesagt ziemlich am Herzen liegt, was wir schade finden, dass da wenig Carbonteile dran sind. Ja, das stimmt, das stimmt. Wir bauen gerade ist echt relativ viel Plastik an den Autos. Auch beim 992 Turbo könnte man ja eigentlich schöner in Carbon machen. Die wird ja sportlicher wirken und mehr zum Auto passen. Richtig. Ne? Und wir bauen gerade unsere neue Carbon-Manufaktur auf. Das heißt, da können wir sowas machen. Das heißt, wenn du hier solche Teile anguckst, die Diffusor oder was uns ins Auge gestochen ist, hier. Ja, Schweller. Also mal siehst du jedes Mal, wenn du einsteigst, guckst du jedes Mal drauf. Du kaufst den GT3, weißt du, und da kriegst du dann Plastikschweller. Also aber ich sag mal so, wenigstens schon das gute Paket. Immerhin etwas, sonst gibt es nicht viel zu dem Fahrzeug zu sagen. Wie gesagt, ist komplett Stock, aber da wird noch einiges kommen. Mal sehen, ob nicht was mit 9FF kommt. Ne? Ja, mal sehen, was so passiert. Ja, mal sehen. Was auch witzig ist, ne, Matti, wenn du hier mal auf die Räder filmst bei ihm, ne, guck mal bei unserem 991 auf die Räder. Also den wir dabei haben. Unserer ist es ja nicht. Ja, sind nämlich auch 992 GT3 Räder drauf. Ja, der nämlich sehr sexy, die Dinge. Finde ich auch. Also für ein originales Rad, finde ich, ist es super gelungen. Also wir hatten da auch überlegt, ob wir da vielleicht sogar neue Felgen drauf machen sollen. Ich meinte auch zu fordern, ey, lass das genauso. Ich würde den maximal einmal runterschrauben und das war's. Ja, genau. Bisschen runterschrauben, Gewinde, Fahrwerk ist ja sowieso drin und fertig. Bei uns ist das sowieso mehr so, mein Vater ist da eher so der gediegenere und ich bin dann so mehr auf die Fresse. Ja. Aber da waren wir uns eigentlich einig, ey, wir lassen das Auto genauso, wir machen unsere Carbonteile, wir machen bisschen Auspuff. Genau, Auspuff. Wie gesagt, vielleicht noch motortechnisch, mal sehen, wie wir da zusammenkommen. Ne? Und dann haben wir da echt schon was Schönes. Ne? Ja. Nee, auch generell die ganze Kombination, also der Spec vom Auto ist cool mit den schwarzen Bremssätteln, goldene Felgen, grau von außen, gefällt mir sehr gut. Ist nicht zu viel, weil ich sag mal so, in Rot ist der natürlich schon brutal oder in Gelb oder so. So ist er, ja, ich sag mal, man kann sich noch ein bisschen dezenter damit bewegen. Genau. Ja. Da fährt er wieder. Ey, der fährt auch Runde ohne Ende, ne? Der hört doch nicht mehr auf. Der hat heute den Spaß seines Lebens. Ja. Der kam nach 5 Minuten schon zu mir und meinte so, ey, ich wollte jetzt schon mal Danke für den Tag sagen. Ey, alles gut. Jeder muss mitfahren. Also sag mal, ich gönne ihm Spaß, soll er machen, ne? Dafür ist das Auto schließlich da, ne? Sagen, natürlich. Ja. Nee, deswegen. Mal schauen, was wir damit machen. Aber wie gesagt, wir haben den 992 Turbo S auch noch in der Firma stehen. Da wollen wir natürlich auch noch was mitmachen. Ja, da haben wir ja schon was mit TÜV. Ich wollte gerade sagen, da haben wir ja schon was mit TÜV. Da hatten wir ja schon gequatscht. Und deswegen mal sehen. Also wir kommen halt aus der US-Car-Szene, haben uns da auch als Marktführer implementiert über den letzten Jahren und gehen jetzt natürlich dann mehr und mehr in die exklusiven Fahrzeuge auch rein. Wir sitzen gerade an einer Kooperation mit Maserati dran, mit einem großen Maserati-Autohaus. Cool. Wollen jetzt dann natürlich durch die Porsches dann noch mehr und mehr bei Porsche reinkommen. Klar. Und dann einfach mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Am Ende des Tages sind wir eine Manufaktur, die alles vom, ich sag mal, rohen Material bis zum fertigen Endprodukt bei uns in Deutschland quasi fertigt. Das finde ich auch noch so eine coole Sache. Wie viele Firmen, die in Deutschland sind auch wirklich made in Germany. Genau. Wir haben damit angefangen, wie die meisten Firmen, dass zum Beispiel Töpfe und sowas alle aus der Türkei kamen. Kriegst du halt 500 Töpfe geliefert, kannst du stichpunktartig welche aufmachen, am Ende des Tages weißt du trotzdem nicht, was überall drin ist. So sieht's aus. So, dass wir wirklich dazu gegangen sind und meinen, ey, wir investieren jetzt mal das Geld in den Maschinenfuhrpark und machen dann wirklich alles hier in Haus und können halt so dann auch ein Qualitätsversprechen geben. Ne? Ist ja auch so ein Ding, weißt du, man schreibt da schließlich deinen Namen drauf.
Ganz einfach. Und dementsprechend musst du dann auch Qualität abliefern. 100 Pro, 100 Pro. Und ein Name ist schneller versaut, als er aufgebaut ist. So, ist so. Geht ganz schnell, gerade in unserer heutigen Zeit, ne? YouTube, Social Media, das macht so schnell die Runde, auch vor allem, wenn es ja nicht mal die eigene Schuld ist. Ne? Ne? Kann ja auch sein, sag ich mal, ihr habt einen Auspuff verkauft, hat irgendeiner was umgeschweißt, ne? Und dann geht das durchs Internet und dann siehst du, guck mal, was die da für eine Scheiße bauen und ihr seid gar nicht schuld. Also ich kenn's ja selber auch, das ist ja bei uns ja auch oft. Ne? Das ist ein 9FF, guckst du dran, nicht einen Teil von uns dran, aber überall irgendwelche Aufkleber draufgeklebt. Wir lieben doch die ganzen Foren-Rambos, Digga. Ja. Selber nie so ein Auto gehabt, aber... Und schon wieder. Vor allem, er knallt doch immer hin, dreht, zurück und lädt den nächsten ein, weiter geht's. Ja. Also heute ist hier der 9FF-Fahrtag, habe ich so das Gefühl. Ja. Nee, echt ein richtig geiles Event heute. Das Wetter spielt. Ich wollte sagen, Wetter passt auch mega. Ja, und man muss auch sagen, die Jungs hier vom Flugplatz, mega entspannt. Mega entspannt, super korrekt. Er sitzt übrigens gerade drin. Ja? Der Flugplatzmanager sitzt gerade im Auto. Ja, die sind ja echt super cool. Das ist jetzt, ich glaube, das 4. oder 5. Mal, dass wir hier sind. Nutzen das echt immer, um Content zu drehen. Ja. Und wie gesagt, die sind hier super cool drauf. Die stehen hier auch alle auf dicke Motoren, ob das jetzt ein Flugzeug oder ein Auto ist. Entweder man hat Benzin und Blut oder nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, und am Ende des Tages, wann hat man mal so eine lange Fläche, weißt du? Wenn jetzt nicht unbedingt jemand jetzt hier startet oder landet. Ja, und was ich gerade wichtig finde, ist, du bringst wirklich keinen anderen in Gefahr. Weißt, wenn du selber abfliegst, ist es dein Ding. Genau. Aber du hast wirklich Spaß für dich, ne, und kannst mal wirklich machen, was du willst. Genau, und das finde ich auch immer ganz wichtig, gerade mit diesen Fahrzeugen, die wirklich auf Leistung hochgezüchtet sind, dass man so eine Leistung dann eher hier auf solchen Strecken ausfährt und bitte nicht auf der Straße, bitte nicht auf der Autobahn. Sonst viele übertreiben das einfach schnell. Ne? Und vor allem, ich sag mal so, wenn du so ein Auto ja auch noch nie vorher gefahren bist, setz dich einfach da rein und sagst, du machst mal volle Leistung. Ja. Ne? Wie schnell passiert was? Deswegen ist so ein Tag wie heute hier schön, kann jeder mal sein Auto mal ausprobieren und weiß überhaupt, wo ist überhaupt das Limit, wo ist überhaupt mal eine Grenze, wo ist meine persönliche Grenze, auch so ein Thema. Ne? Ja. Nee, nicht schlecht. Sehr cool. Machen wir einen coolen Tag zusammen und ich hoffe, das ist der Anfang von einer guten Kooperation. Ja, würde mich auch sehr freuen. Und wir beide fahren auf jeden Fall nachher mal. Ich nehme dich mal mit und du nimmst mich mal mit. Und vielleicht kriegen wir das sogar hin, dass wir mal gegeneinander fahren. Würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Ich wollte gerade sagen, das wie dann doch der Unterschied ist. Ne? 100 Pro. Nee, das machen wir. Safe. Ja, fantastisch. Sehr geil. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn wir fahren. Nochmal! Let's go! Alter, ja. Junge. So geht's. Heute ist hier nämlich auch ein Mercedes mit dabei. Wir waren nämlich auch sehr überrascht. Irgendwie schien es so ein bisschen so eine Porsche-Veranstaltung zu werden. Aber Das brechen wir hiermit sofort auf. Auf jeden Fall. Erzähl mal, was hast du denn hier Schönes dabei? Ja, wir haben heute einen AMG GT 63 und nicht nur als normalen 63er, sondern als E-Performance. Das heißt mit zusätzlichen 200 PS Leistung aus dem Akku, aus der Batterie. Ja. Und somit haben wir dann insgesamt 843 PS. Ja. In der Spitze, glaube ich, über 1200 Newtonmeter Drehmoment. Und das kann sich blicken lassen. Ja. Klingt auf jeden Fall nach Spaß. Absolut, also absolut beeindruckendes Auto.
und man hat eben trotzdem die Möglichkeit, sich bei Brückenmassage und belüfteten Sitzen in den Sitz katapultieren zu lassen. Ja. Und trotzdem so fast alles, außer vielleicht ein paar Autos von 9FF, links zu überholen. Ja, aber ich sag mal so, das meiste lässt ja mit ja stehen auf der Autobahn. Also wollen wir uns nicht drüber unterhalten, 800 PS, was fährt schon großartig rum mit so viel Leistung? Ne? Absolut, genau. Also ich denke, für den Einsatz oder für die Situation, und man hat die Möglichkeit, also doch so ein bisschen, in der Stadt elektrisch cruisen zu können, nicht die großen Strecken, aber wirklich diese 3, 4, 5, 6, 7 Thema, Kilometer. Ne? Man kann unauffällig angenehm durch die Stadt fahren, ohne dass man jemandem zu nahe tritt. In Deutschland ist das ja mittlerweile ein schwieriges Thema. Absolut. Ne? Also ist mir heute Morgen aufgefallen, ich wohne in so einem kleinen Wohngebiet, wo es dann morgens um 7 Uhr noch nicht so laut zugeht. Ja. Im Gegenteil, sondern dann auch viele Kinder unterwegs sind, und wenn man das Auto dann startet, so bescheuert wie das klingt, auch in puncto eines solchen Autos, ist das wirklich ein interessanter Ansatz zu sagen, ich fahre morgens wirklich ganz easy los, störe keinen Nachbarn, fahre da mehr oder weniger undercover. Kann ich völlig nachvollziehen. Bin auf der Autobahn und kann dann trotzdem wirklich Meters machen, kann entspannt, komfortabel und auf einem absolut luxuriösen Niveau mit 300 über die Autobahn fahren. Wie auch immer, genau. Ja, sehr cool. Ich habe dich gerade eben auch schon ein paar Starts machen sehen. Das scheint ja ganz schön ordentlich loszugehen in dem Koffer. Absolut. Ja. Also das ist beschleunigungstechnisch gerade bei so einer Launch Control auch mal spürbar, wie technisch das Ganze ist, wie perfekt, aber auch abgestimmt die Ingenieure das hier scheinbar hinbekommen haben, einen wirklich wie an so einem Bindfaden explosionsartig zu katapultiert. Absolut, genau. Das ist sehr echt geil. Beeindruckend. Ja, Matti, wollen wir gleich mal eine Runde fahren? Willst du uns mal sehr mitnehmen? Gerne. Machen wir Haben wir da Bock drauf? Ja? Komm, springen wir mal rein, oder? Auto läuft ja noch. Genau. Perfekt. Wollen wir sagen, das Weiß passt aber zum Auto. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von farbiger Innenausstattung, aber es passt sehr gut zum Auto. Es ist sehr harmonisch. Was kostet der Liste? Also ich weiß nur, wie er hier so heute daherkommt. Sind wir irgendwo, ich lade mal einmal so ein bisschen den Akku auf. Ja, kein Stress. Ja. Sind wir hier heute mit Sicherheit so 220, 230, 240. Ja. Kostet so ein Auto, wenn er voll ist. Da glaube ich gerne, wenn man sich überlegt, was ein Porsche Turbo 992 Turbo mittlerweile kostet. Da hast du auch deutlich die 3 vorne dran stehen, wenn die gut ausstattest. Das ist schon echt viel Geld. Aber ich sag mal so, es passt ja auch. Also alle anderen Hersteller sind ja auch so teuer. Ja, ich meine, Autos, das ist heute absolut abgefahren, was so ein Auto kostet. Das darf man und muss man auch sagen. Ja. Sicherlich ist hier auch die Innovation mit der Akkutechnologie keine Frage, die zu Buche schlägt, aber den Preisrahmen... Ich wollte gerade sagen, es ist ja auch so viel Technik hier drin und ja auch hochwertige Qualität. Also es ist jetzt ja nicht unberechtigt, dass ein Auto halt viel Geld kostet. Absolut, genau. Also das muss auch einer mal nachmachen, das dann so an den Tag zu legen. Da sieht man hier ganz gut auch die Batterie, also den Akku-Ladezustand so gesehen, also die Kapazität. Und dann sieht man auch diesen gelben Marker hier, diesen kleinen, dass man da wirklich immer auf diesem Viertelbereich bleibt. Ja. Weil das fand ich am beeindruckendsten, dass AMG das hinbekommen hat, das Auto wirklich permanent mit dieser angegebenen Leistung auch hinzustellen. Und dass man wirklich permanent diese Systemleistung hat und nicht nur Akku leer gefahren nach ein paar Kilometern oder 10 Kilometern und dann habe ich nur noch in Anführungsstrichen den Verbrennungsmotor, sondern ich habe wirklich permanent diese abgefahrene Leistung. Wir können das jetzt gleich mal demonstrieren. Vielleicht starten wir gleich mal mit so einem richtigen Start und gucken wir mal mit 3-Mann-Besetzung jetzt. Da haben wir auf jeden Fall gut Traktion. Was wir noch so machen. Seid ihr ready? Wir sind immer ready. Alles klar, dann geht's los. Oh, Gänge legt aber auch nicht ein. Ja. Schon cool. Vor allem für Serie ist das schon anständig. Absolut. Ja. Kann man nicht anders sagen. Wobei man spürt wirklich das Gewicht jetzt. Ja. Also ich habe eben gedacht, als ich mit Niklas gefahren bin, spürst du schon, dass das jetzt hier 3 People an Bord sind. Ja, definitiv. Aber unabhängig davon ist es beeindruckend. Ja. Hast du ein Leergewicht im Kopf? Ja. 2 noch was. 2 Tonnen. Als Schaltvorgänge muss ich sagen, beeindruckt mich echt sehr. Dafür, dass es so ein Komfortauto ist, schlägt der die Gänge rein. Aber ist geil. Also Race Mode natürlich. Race Mode natürlich macht das extrem. Ja. Das Krasse ist dann auch wiederum hier, das ist ja bei Mercedes gewohnte Qualität, wenn ich den jetzt auf Komfort eine Runde fahre, dann fährt er jetzt, als wenn nichts wäre. Ne? Ja. Das ist wirklich dann beeindruckend. Können wir mal so eine Runde hier drehen und dann hört man im Grunde, jetzt kann ich mir die Massage aktivieren, kann den hier entspannt durch die Gegend cruisen, kann sogar jetzt mal, das können wir jetzt mal witzigerweise ja auch mal machen hier in, will er gerade nicht, genau, okay. War wahrscheinlich temperaturtechnisch nicht so spaßig, aber dann kann ich im elektrischen Modus ja sogar ganz entspannt vor mir her cruisen. Ja. Genau. Und
so ist man den Standard-Mercedes-Komfort gewohnt und kann sich hier ganz entspannt treiben lassen. Ja, er ist halt echt ein schöner Kompromiss, weil du kannst wirklich entspannt fahren, so wie als wäre es wirklich ein Luxusauto, wofür es eigentlich gebaut worden ist, aber trotzdem kannst du ihn auch wie eine Waffe benutzen. Ja. Nee, sehr cool. Kann ich nicht anders sagen. Oder Matti, was sagst du? Mega. Das nehme ich ja das Kaufvertrag zweimal. Ne? Also ich war tatsächlich skeptisch, wie gesagt, mit dem Elektromotor, aber das geht doch schon, funktioniert echt gut. Ja. Ich spürst auch dann hier den Boost, ne? Ja. Boostest, wie er sich zuschaltet. Ja. Gerade das hier, ne? Das Zwischenspringen, so diese Geschichten. Ja. Das merkt man, dass dieses Gewicht dann auch einfach in Wallung kommen muss. Ja. Und da muss man sagen, das kann man ja meckern, wie man will, aber diese Hybridisierung der Fahrzeuge macht, was das angeht, für diesen Trägheitsmoment, um das dann auszubaden, ist das natürlich absolut genial. Ja. Nee, cooles Auto. Sehr cool. Ich Macht hoffe, Spaß. ihr hattet Spaß. Auf jeden Fall. Auch mal was von der Mercedes-Welt. Ja, mal was anderes, ne? Man muss ja immer für alles offen sein. Jetzt überlegen wir das Tuning-Potenzial. Ich wollte gerade sagen. 800 PS. Ja. Dann machst du hier ein paar Downpipes und Lader. Du bist immer so gegen gestänkert, Ja. aber Ist so. genau, machst du hier Downpipe und Lader, dann bist du ganz schnell auf 1000. Ne? Ja. Natürlich ist mit Programmierung dann nochmal ein bisschen schwieriger, weil natürlich alles mit Digitalisierung und sowas, aber... Ja, trotzdem wird es möglich sein, also... Und ich sag mal so, als Basis ist es cool. Ich weiß schon, was jetzt kommt. In einem halben Jahr sehen wir das dann von 9FF. Wer weiß. Da musst du noch mitkommen. Der und sagt, ja, das wäre mittlere Stufe. Ich sag dann, ich finde das schon Endstufe, aber Brennt schon! Die Belege brennen, die musst du noch mal kalt fahren. Eine Runde steigen. Was sagt man dazu? Das ist einfach asozial. Vertrag schon dabei. Willst du es direkt unterschreiben oder wie sieht's aus? Santana muss ich erst nachfragen.